Also mir war sofort klar, wenn ich also hier stellen man sich vor, also die Länder wollen mehr Impfstoff. Haben Sie Kinder? Ich habe selber leider keine Kinder. Hey Leute, erinnert ihr euch noch an Karl Lauterbachs Auftritt bei Lanz damals? Ja, genau der, wo er schon damals mit seinem schwachsinnigen Gelaber alle in die Irre geführt hat. Und das Beste, er macht ja munter weiter, als hätte sich nichts geändert. Lasst uns gemeinsam mal genau anschauen, was er damals gesagt hat und warum er auch heute noch nicht aufhören kann, uns alle zu verwirren. Bleibt dran, es wird spannend. Auf geht's! Die Kreuze klar für die AfD, ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Ich wusste aber auch sofort, dass es halt nicht geht. Also war mir, also dass es sagen wir mal eine etwas unglückliche Formulierung ist, war mir vor uns. Tauscht man sich dann aus, fragt man dann mal nach und sagt? Normalerweise schon, das ist gar keine Frage. Aber unglückliche Formulierung, was ist das denn? Es war einfach, also das weckt. Also mir war sofort klar, wenn ich also hier stellen man sich vor, also die Länder wollen mehr Impfstoff. Die wollen den Impfstoff für die Kinder, den zusätzlichen Impfstoff, meinetwegen die meisten Länder wollen. Dann kann ich den Impfstoff nur nehmen, indem ich das Kontingent, was sonst schon angekündigt gewesen wäre, kürze. Weil die Menge Impfstoff, die wir haben, ist ja bekannt und wird nicht größer, nur weil ich etwas ankündige. Ja, deswegen ist ja und von daher war es von vornherein klar, dass das Probleme geben würde, weil der Laie würde glauben, also dass es hier zusätzlich etwas gibt, also nach dem Motto, wir haben neuen Impfstoff eingekauft, das geht aber nicht. Und somit ist das aus dem Kontingent, was die Länder sonst erwartet hatten. Das war von vornherein klar, dass das eine Formulierung ist, die noch Ärger machen wird. Genauso ist es dann auch gekommen. Es ist bereits jetzt vereinbart, dass der Impfstoff, den wir für die 12- bis 16-Jährigen brauchen, zusätzlich zur Verfügung gestellt wird. Da ist das Wort wieder. Ich werde darauf drängen, dass die Länder, in denen die Schulferien zuerst beginnen, auch die ersten sind, die diesen Impfstoff erhalten, damit möglichst viele Kinder noch vor den Ferien geimpft werden können. Sie schütteln mit dem Kopf. Das ist ja, also es ist ja die Frage, wird ja in den letzten Tagen heftigst diskutiert. Müssen alle Kinder geimpft werden? Welche Kinder müssen geimpft werden? Wir Ärzte werden dann sicherlich der Empfehlung auch des Robert-Koch-Instituts folgen oder zumindest uns daran orientieren. Das ist ja alles noch offen. Und auch da gibt es wieder an der Basis, also ich würde darf man auch nicht abhängig machen vom Politikum, so nach dem Motto, die Kinder dürfen nur dann in die Schule gehen, wenn sie geimpft sind. Ja, also auch das ist ja eigentlich... Nein, das will niemand. Aber ich glaube, also realistischer, also zunächst einmal, man muss hier sehr klar sagen, wie man mit diesen drei Gruppen umgeht. Wir haben ja jetzt im Prinzip drei Gruppen, die um Impfstoff ringen. Diejenigen, die noch eine Priorisierung... Sich um Impfstoff bemühen, wie wir hier neuerdings sagen. Diejenigen, die noch eine Priorisierung haben. Dann diejenigen, die keine Priorisierung haben und Erwachsene sind. Und die Kinder. Also diese drei Gruppen sind jetzt quasi im Rennen. Und wenn man also da eine Präferenz hat, dann muss man die klar also ausdrücken. Ich würde zum Beispiel sagen, dass wir zuerst diejenigen impfen, die noch die Priorisierung haben, bei den Erwachsenen, dass wir dann tatsächlich ein Kontingent zur Verfügung stellen für die Kinder. Und das heißt aber, dass man einmal auch deutlich sagt, dann nehmen wir das woanders weg. Von denjenigen, ich würde das Wort zusätzlich streichen wir in dem Zusammenhang. Es gibt ja nichts zusätzlich. So, ja. Also ich würde tatsächlich bereit sein zu sagen, ich nehme das jemandem weg, nämlich den Erwachsenen, die keine Priorisierung haben. Es gibt eine große Gruppe von Erwachsenen, die haben keine Priorisierung und die haben ein etwas höheres Risiko, also sagen wir mal, schwerer zu erkranken als die Kinder. Ich würde aber trotzdem den Kindern im Vergleich zu dieser Gruppe eine Priorität geben, und zwar deshalb, weil ich glaube, dass wenn wir die Kinder nicht früh impfen, dass wir im Herbst wieder deutliche Schulausfälle hinnehmen müssen, und das will ich den Kindern nicht zumuten. Wir wissen also mittlerweile, also in den Bundesländern, in den Staaten, in den Vereinigten Staaten, wo also die Impfbereitschaft nicht so hoch war, und wir sehen es auch zum Teil in England und so. Also bei den Ungeimpften, also gehen diese neuen Varianten ab, wie man im Rheinland sagt, wie Schmitzkatze. Was wird also passieren, wenn die Kinder nicht geimpft sind? Der Herbst kommt und die Kinder gehen wieder in die reguläre Schule, sind aber nicht geimpft.
dann werden wir mit den Varianten, wahrscheinlich auch die indische Variante im Vordergrund, werden wir riesige Ausbrüche in den Schulen sehen. Und da ich das verhindern möchte, da ich also einfach verhindern möchte, dass wir im Herbst noch mal in eine Situation kommen, wo dann entweder Quarantäne, Schulschließung und so weiter und so fort oder Wechselunterricht und so weiter, würde ich tatsächlich bereit sein zu sagen, ich nehme hier ein Kontingent, von denen die wurden dann ja nur 2 Wochen später geimpft übrigens. Also tatsächlich, also die Impfverzögerung für diejenigen, die keine Priorisierung haben, aber Erwachsene, sind 2 Wochen. Und da wäre ich bereit zu sagen, also Ross und Reiter nennen, die 2 Wochen schiebe ich diejenigen, die keine Priorisierung haben, aber Erwachsene sind, die schiebe ich nach hinten, schiebe die Kinder dazwischen, sodass wir die also sicher in die Schule bringen können. Genau, alle diskutieren zu Hause über genau dieses Thema, Frau Richter-Scher. Sehen Sie es auch so? Sollten wir Kinder ab 12 prinzipiell einfach impfen? Wenn die Kinder es wollen und wenn die Eltern es wollen. Wenn die Genau, Kinder, also für mich ist ganz wichtig, also das ist ja immer wieder dieses Problem, was ich jetzt vor Ort habe. Wir haben ein 12-jähriges Kind. Es kommt mit beiden Eltern, am besten beide Eltern müssen ja dann auch da die Einwilligung geben. Und es wird über den Kopf des Kindes sozusagen möglicherweise mit den Eltern geimpft. Die Eltern wollen die Impfung und das Kind will aus irgendwelchen Gründen die Impfung nicht. Das erleben Sie? Das kommt in Einzelfällen, gibt es immer mal, das ist dann Angst, zu schnell, wie auch immer. Haben Sie Kinder? Ich habe selber leider keine Kinder. Nein. Karl Lauterbach ist Vater, Genau, also, unter anderem einer 14-jährigen Tochter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die würde, also Was machen Sie, wenn sie Ihnen sagt, Papa, du bist zwar auch im Fernsehen und öffentlich immer dafür, dass ich mich impfe, ich will es aber nicht. Sie kennt sich großartig aus, muss man sagen. Also Sie können wahrscheinlich hier die Sendung auch bestreiten und sie will geimpft werden. Von daher, also das ist wir ziehen da am gleichen Strang, das ist gar keine Frage. Aber ich sehe es genauso wie Sie. Also wenn ein Kind nicht will, würde ich mir auch Impfarzt in dem Sinne. Da könnten aus meiner Sicht die Eltern sagen, was sie wollen. Ich impfe kein Kind, was nicht geimpft werden will. Ich weiß nicht, wie Sie es Nein, ich auch grundsätzlich nicht. Und anders umgekehrt, Sie haben Schwerstkranke, also den Fall habe ich jetzt gerade. Ich habe eine Patientin, die aufgrund einer schweren Lungenerkrankung auch teilweise vom Sauerstoff abhängig ist, hat 2 Kinder, 15 Jahre und jetzt gerade 16 Jahre ist das eine geworden und 14 Jahre der andere. Die hat mich inständig gebeten, weil diese Frau wird, wenn sie sich infiziert, wird sie das nicht überleben. Ja, und die steht wirklich händeringend in der Praxis und sagt, impfen Sie meine Kinder, damit auch ich, also die Kinder sagen das auch, wir wollen geimpft werden, wegen der Mutter. Also wir haben ganz viel, das ist ja immer wieder, es wird von oben, werden Gesetze erlassen und wir unten haben dann diese wenigen Fälle, die aber doch sehr einschneidend sind. Ja, und auch da gibt es wieder, Frau Schmidt, ja diese widersprüchliche Kommunikation. Ich verstehe an dem Punkt zum Beispiel nicht, wie kann es sein, dass zwar am letzten Donnerstag bei dem Impfgipfel, da ist Herr Mertens, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, der war sogar zugeschaltet. War zugeschaltet, ja. Hat seine Bedenken offensichtlich kundgetan. Die Bedenken der Ständigen Impfkommission, darüber reden wir gleich, geht eher in die Richtung, muss man abwägen, aber generell zu sagen, Kinder müssen geimpft werden, den Weg gehen wir nicht mit. Genau, also ich argumentiere für die Impfung bei Kindern, aber ausdrücklich nicht aus der Perspektive der Erwachsenen, die nicht infiziert werden sollen durch Kinder, sondern ich argumentiere ausschließlich aus der Perspektive der Kinder. Weil ich glaube tatsächlich, für den Schutz der Erwachsenen können wir die Impfung der Kinder nicht rechtfertigen. Weil die Erwachsenen, die geschützt werden wollen, die können das nicht auf die Kinder abwälzen, die müssen sich dann selbst impfen lassen. Also wenn ich selbst auf die Impfung verzichte, das wären dann allenfalls die kleine Gruppe der Menschen, der Älteren oder der Erwachsenen, die nicht geimpft werden können. Aber dafür kann ich die Kinder nicht impfen. Somit, da stimme ich sogar der STIKO zu. Das also die Perspektive, die der Kinder sein muss und nicht der Erwachsenen, die schützen müssen. Aber aus der Perspektive der Kinder gesprochen, würde ich die Impfung empfehlen. Und zwar aus folgendem Grund. Zunächst einmal, also auch die Kinder erkranken nicht immer leicht, sondern es gibt auch bei den Kindern schwerere Verläufe, die durchaus sich über mehrere Wochen hinziehen können. Das kann wenige Fälle, ne? Das ist nicht so. Also dass Kinder, sagen wir mal so, erkranken, dass sie mehrere Wochen zum Beispiel Husten haben oder dass sie
auch also ein bisschen Kreislaufprobleme haben und dass die Kinder, das kommt bei Kindern Herr auch vor. Lauterbach, bitte, steht das im Verhältnis zu einer Impfung, von der wir nicht wissen, was in ein paar Jahren ist, im Verhältnis zu einer Impfung? Aber wie wahrscheinlich, also wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Hinweise, weder also in den Laborstudien noch in den klinischen Studien. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Hinweise darauf, dass die Impfung bei Kindern langfristig Schäden hinterlassen wird. Wir haben aber auch Hinweise darauf, dass bei Kindern, die erkrankt sind, durchaus, wenn auch nicht so häufig, bleibende Schäden zurückbleiben. Nicht, wenn Sie ein paar 10.000 verimpft haben, sondern wenn Sie Hunderttausende und vielleicht sogar Millionen Menschen verimpft haben, dann wissen Sie irgendwann, was die wirklich seltenen Nebenwirkungen sind. Gut, das hat man aber überall, dass man das, und dann hätte man keinen aus Verantwortung impfen dürfen. Also wenn man jetzt guckt, was da Nebenwirkungen sind. Wir haben ja auch also Länder, wo 16-Jährige, 17-Jährige, 18-Jährige geimpft werden. Da haben wir ebenfalls keine besonderen, also seltene Nebenwirkungen bisher gesehen. Und wenn ich wirklich so herangehe, wenn ich das sage, dass also plötzlich nach dem Motto, bei den 12- bis 16-Jährigen erwarte ich jetzt plötzlich ganz gefährliche Nebenwirkungen und so weiter. Wenn ich wirklich diese Denke vortrage, dann hätte ich auch keine 25-Jährigen impfen dürfen. Also mit der Argumentation wären wir in die Impfung nie eingestiegen. Denn wie wahrscheinlich ist es denn medizinisch, dass ich bei einem 15-Jährigen eine seltene Nebenwirkung sehe, die ich bei einem 18-Jährigen bisher nie beobachtet habe. Das macht medizinisch überhaupt keinen Sinn. Aber trotzdem ist die Empfehlung, dass man also die zweite Impfung bei AstraZeneca also nach 4 Wochen macht, ist natürlich also wirklich Das ist ungeschickt gewesen. Ich sage das wirklich, das ist sehr ungeschickt problematisch, gewesen. weil ich damit quasi den Wert der Impfung also um die Hälfte senke.